Dieser Neumond trägt eine ungewöhnliche Energie. Eine Energie zwischen Abschluss und Neubeginn. Solche Momente sind selten. Sie laden uns ein, einen Schritt zurückzutreten und ehrlich zu fragen, was gehört wirklich noch zu meinem Weg? Der nächste Neumond steht im Sternzeichen Fische, im letzten Grad des gesamten Tierkreises. Kurz danach beginnt mit der Sonne im Widder ein neuer astrologischer Zyklus. Dieser Neumond liegt deshalb genau an einer Schwelle. Zwischen dem Ende eines langen Zyklus und dem Beginn einer neuen Energie. Die Fische-Energie lädt uns ein, loszulassen, zu heilen und Erfahrungen innerlich zu integrieren, bevor ein neuer Abschnitt beginnt. Für diese Legung habe ich 5 Karten gezogen. Jede Karte steht für einen bestimmten Schritt in dieser besonderen Übergangsphase. Die erste Karte zeigt, welche Klarheit jetzt sichtbar werden möchte. Die zweite Karte beschreibt die innere Haltung, die dich in dieser Phase unterstützt. Die dritte Karte zeigt, welche Gedanken oder Zweifel auftauchen können. Die vierte Karte weist auf eine innere Stärke hin, die dir jetzt helfen kann. Und die fünfte Karte zeigt einen möglichen ersten kleinen Schritt in den neuen Zyklus. Du kannst diese Karten als eine kleine Reise betrachten, vom Abschluss etwas Altem hin zu einer neuen Entscheidung. Vielleicht begleitet dich gerade eine einfache Frage. Eine Frage, die keine schnelle Antwort braucht, sondern Ehrlichkeit. Die erste Karte ist die Sonne. Nach der stillen Fische-Energie bringt sie ein erstes Licht. Im Tarot steht die Sonne für Bewusstsein, für Selbstvertrauen und für einen Moment, in dem etwas klarer wird. Vielleicht erkennst du gerade eine Wahrheit über dich selbst. Etwas, das du lange gespürt hast, aber noch nicht ganz ausgesprochen. Die Sonne erinnert daran, dass Klarheit immer mit Ehrlichkeit beginnt. Mit dem Mut, sich selbst wirklich zu sehen. Gleichzeitig trägt diese Karte eine starke Vitalität. Etwas in dir möchte wieder wachsen, wieder Zuversicht spüren. Nicht als lautes Versprechen, sondern als ruhige Gewissheit. Ich darf meinen eigenen Weg gehen. Die zweite Karte zeigt die 4 der Münzen. Nach einer Phase der Auflösung sucht unsere Seele oft Stabilität. Diese Karte erinnert daran, bei sich zu bleiben, die eigenen Werte zu kennen und die eigene Energie bewusst zu schützen. Doch sie stellt auch eine leise Frage. Wo hältst du vielleicht noch etwas fest, das eigentlich gehen möchte? Doch Wachstum kann nur entstehen, wenn wir einen kleinen Schritt aus unserer gewohnten Komfortzone wagen und offen für neue Bewegung sind. Die 4 der Münzen erinnert auch daran, dass echte Sicherheit nicht nur aus Kontrolle entsteht, sondern aus dem Vertrauen, dass du mit Veränderungen umgehen kannst und deine innere Stabilität nicht so leicht verloren geht. Die dritte Karte ist der König der Schwerter. Er steht für Klarheit im Denken, für Analyse, für den Wunsch, alles logisch zu verstehen. Gerade in Übergangsphasen versucht unser Verstand, Ordnung zu schaffen. Er sucht Gründe, er sucht Sicherheit. Und manchmal auch Kontrolle. Doch nicht jede Lebensphase lässt sich vollständig durchdenken. Der König der Schwerter zeigt auch eine mögliche Herausforderung. Zu viel Nachdenken kann uns innerlich festhalten. Die Gedanken kreisen, Fragen wiederholen sich und Entscheidungen werden immer weiter verschoben. Der König der Schwerter erinnert daran, dass unser Verstand ein wertvolles Werkzeug ist, aber nicht immer der einzige Kompass. Manchmal spüren wir eine Richtung, bereits im Inneren, noch bevor der Verstand alle Antworten kennt. Die vierte Karte ist das Gericht. Im Tarot steht sie für ein inneres Erwachen, für einen Moment, in dem wir beginnen, uns selbst klarer zu hören. Diese Karte erinnert daran, dass in jedem Menschen eine sehr stille innere Stimme existiert. Eine Stimme, die oft leiser ist als äußere Erwartungen, aber erstaunlich klar. Das Gericht ist deshalb kein dramatisches Ereignis. Es ist eher ein Moment der inneren Aufrichtung. Du erkennst, was für dich wirklich stimmig ist, und du erlaubst dir, dieser Erkenntnis mehr Raum zu geben. Oft zeigt diese Karte auch einen entscheidenden Schritt in der eigenen Selbstwerdung. Alte Sorgen, Zweifel oder innere Hemmungen verlieren langsam ihre Macht. Und genau darin liegt die außergewöhnliche Stärke, sich aus alten inneren Begrenzungen ein Stück zu befreien und deiner eigenen Wahrheit bewusster zu folgen. Die fünfte Karte zeigt die Liebenden. Im Tarot steht diese Karte für eine bewusste Wahl. Eine Entscheidung aus dem Herzen. Nach einer Phase des Abschieds und der inneren Klärung entsteht hier ein neuer Anfang. Doch dieser Anfang muss nicht groß sein. Manchmal beginnt ein neuer Weg. Mit einer sehr kleinen Entscheidung. Ehrlich zu dir selbst zu sein.
ein Gespräch zu führen oder eine Richtung zu wählen, die sich innerlich wirklich stimmig anfühlt. Du triffst eine Wahl mit ganzem Herzen und du bist bereit, zu dieser Entscheidung zu stehen. Nicht aus Pflicht, sondern weil du spürst, dass sie wirklich zu dir gehört. Wenn wir diese Karten zusammen betrachten, entsteht eine ruhige Geschichte. Ein Zyklus geht zu Ende. Die Fische-Energie lädt dich ein, loszulassen. Die Sonne bringt Klarheit. Die 4 der Münzen fragt nach Vertrauen. Der König der Schwerter zeigt, dass nicht jede Antwort im Denken entsteht. Mit dem Gericht meldet sich deine innere Stimme. Und mit den Liebenden entsteht schließlich eine Entscheidung. Ein kleiner Schritt. Der Beginn einer neuen Richtung. Vielleicht bleibt am Ende dieser Legung eine Frage. Eine Frage, die dich noch durch die nächsten Tage begleiten darf. Und wenn dich diese ruhigen Impulse weiter begleiten dürfen, begegnen wir uns hier vielleicht wieder. Bei einer neuen Legung, bei einer neuen Frage oder bei einem kleinen Blick in die Energie der nächsten Tage. Bis dahin wünsche ich dir eine klare innere Stimme und einen kleinen Hauch Magie auf deinem Weg.